Er ist ganz enttäuscht, der Arme. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, und einige von euch haben sich schon gefragt, warum die neueste Folge so lange auf sich dauern gelassen hat. Zwei Gründe. Einerseits musste ich Tara natürlich richtig schön warm und passend einkleiden, weil wir demnächst in den hohen, kalten Norden wandern werden. Und ja, ich habe Tatarus Kleidung ein bisschen angepasst und dazu mir noch eine schöne Kappe geholt. Die zweite Sache war, die letzte Folge habe ich falsch geschnitten, habe da mein Audio ein bisschen zu leise gemacht, musste das nochmal neu machen, das hat ein bisschen Arbeit in Anspruch genommen. Deshalb erst heute die neue Folge. Wie die Quest genau heißt, werden wir jetzt rausfinden. Aber vorher nochmal ganz kurz vielen Dank an meine Kanalmitglieder und ganz besonderen Dank an meine Ehren- und Produktionsmitglieder Julian Eiblum, Neggi Magister, Kligone23 und Havoc83. Und Havoc, als Produktionsmitglied, du darfst dir immer noch einen Stream wünschen. Wenn du das hier siehst, bitte kommentier mir unten unter dem Video, damit wir mal in Kontakt kommen. So, aber jetzt, Tataru. Ein frostiger Empfang. Tataru steckt wie immer voller Tatendrang. Also gut, der Pilot des Luftschiffes sollte hier irgendwo auf euch warten. Ah, da ist er ja. Das ging schneller, als ich dachte. Na dann, hier trennen sich unsere Wege wohl. Pass gut auf dich auf, hörst du? So, der Pilot von Garland Metallwerken. Das scheint gleich ein Kampf zu werden. Es ist mir eine Ehre, dich endlich kennenlernen zu dürfen. Die Mitarbeiter der Garland Metallwerke werden euch sicher über das Zentralgebirge bis nach Garlemald bringen. Für viele von uns, mich eingeschlossen, wird es eine harte Heimkehr sein, denn die Zahl galerischer Deserteure in unseren Reihen ist groß. Unser Chef und die ganze Belegschaft stehen voll hinter diesen Unternehmungen und hoffen, dass es uns gelingen wird, Garlemald aus den Klauen der Teleforei zu befreien. Ich persönlich werde alles geben, um euch sicher über die zerklüfteten Berge zu bringen. Von mir aus kann es jederzeit losgehen, also sag einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Große Ereignisse inklusive einer großen Schlacht bahnen sich an. Bitte stell sicher, dass du genug Zeit hast, dir die folgenden Szenen anzuschauen. Ich habe genug Zeit. Im Verlauf der bevorstehenden Schlacht wird dein Fortschritt an bestimmten Stellen gespeichert. Solltest du zwischendurch unterliegen, kannst du den Kampf vom letzten Kontrollpunkt aus wieder aufnehmen. Super. Wenn du während der Schlacht jedoch andere Auftragskämpfe bestreitest oder dich ausloggen solltest, geht der gespeicherte Spielfortschritt verloren. Dann hoffe ich mal, dass ich nicht vom Server fliege. Das Zentralgebirge, welches Ilsaward teilt. Mit sicherer Hand steuerten die Kapitäne des Korps ihre Luftschiffe an seinen zerklüfteten Gipfeln vorbei. So gelangten die mutigen Streiter nach Garlemald, auf eine weite, schneebedeckte Ebene. Das ging ja schnell. Eisiger Wind biss im Gesicht und kroch in die Knochen. Ein warmes Willkommen sieht anders aus. Gut, dann sind wir warm angezogen. Ich kann den nicht hören. Der Wind ist zu laut. Tankreds Spähtrupp hat sich gemeldet. Nicht weit von hier haben galeische Soldaten ein Feldlager errichtet. Sie sind schwer bewaffnet. Könnten es Überlebende des Bürgerkriegs sein? Sieht so aus. Allerdings ist das noch nicht alles. Laut Maxima wird der Verband von Vergilia angeführt. Legatus der 3. Legion. Unter ihren Leuten sind allerdings auch Mitglieder der 1. Legion. Muss das uns irgendwas sagen? Wenn ich mich recht entsinne, unterstützte die 3. Legion nach Kaiser Vares Tod dessen Cousin Nerva, nicht wahr?
Die erste Legion hingegen stärkte der Varys-Fraktion den Rücken und akzeptierte Nervas Machtansprüche nicht. Sie und die dritte Legion dürften also auf gegnerischen Seiten gekämpft haben. Richtig. Angeblich war es der Streit zwischen genau diesen beiden Lagern, der den Bürgerkrieg erst entfachen ließ. Dass zwei ehemals erbitterte Feinde Seite an Seite stehen, um das Kaiserreich zu verteidigen, kann eigentlich nur eins bedeuten. Die Friede, Freude, Telophoroi Eierkuchen? haben sie in Besessene verwandelt. Oder das. Und nun? Frontal drauf losstürmen und das Lager auseinandernehmen kommt vermutlich nicht in Frage, oder? Richtig. Auch wenn sie uns nicht willkommen heißen werden, sind sie doch Bürger Garlemals. Damit haben wir auch die Pflicht, sie zu beschützen. Kämpfe werden sich sicher nicht völlig vermeiden lassen, aber wir sollten uns bemühen, die Verluste auf beiden Seiten so gering wie möglich zu halten. Dann entwaffnen wir sie und nehmen sie gefangen. Leichter gesagt als getan, wenn die Kämpfe hitziger werden. Unser guter Freund Tancred hat in dieser Hinsicht doch sicherlich schon einen Plan ersonnen. Das hat er in der Tat. Er und seine Späher haben sich an dem Posten vorbeigeschlichen und in einiger Entfernung ein Depot infiltriert. Dort werden sie das bereitstehende Kriegsgerät ausschalten. Und zwar zeitgleich. Wenn ihnen das gelingt, schneiden wir nicht nur den Nachschub für die Front ab, sondern zwingen vielleicht auch einen Teil der Truppen zum Rückzug. Ein kluges Manöver. Wenn wir sie auseinandersprengen, können wir unseren Plan weit besser in die Tat umsetzen. Wir teilen uns in zwei Gruppen und warten auf Tancreds Signal. Der Hauptverband kämpft direkt an der Front, während der Tross ihn mit Nachschub versorgt. Der ist einfach mit kurzen Shorts da. Das ist doch Die kalt. Mitglieder des Bundes sollten sich so aufteilen, dass beide Gruppen bestmöglich unterstützt werden. Dich als unsere stärkste Kraft möchte ich bitten, den Tross zu beschützen. Wenn es eng wird, hilfst du uns an der Front. Würdest du das übernehmen? Dafür bin ich geboren worden. Währenddessen im Depot der Galeer. Der Plan wird wie besprochen ausgeführt. Man wünscht uns viel Glück und erhofft sich ein Feuerwerk, das unser Publikum in den Bann ziehen wird. Das klingt ganz nach Istola. Gut, sie soll ihr Feuerwerk bekommen. Lasst mich den Plan noch einmal erklären. Zum einen bringen wir Sprengladungen an dem hier stationierten Magitech-Gerät an. Die Zündung erfolgt im Anschluss koordiniert, also achtet darauf, dass nichts zu früh hochgeht. Zum anderen deaktivieren wir die automatischen Magitech-Einheiten über die Steuerkonsole. Damit sollten auch die Waffen streiken, die bereits an der Front sind. Das Schneetreiben bietet uns Sichtschutz, aber wer weiß, wie lange es anhält. Seid schnell und haltet euch an den Plan, dann wird es schon schief gehen. Viel Glück! Was soll da schon schief gehen? Ich behalte die Lage im Auge und kümmere mich um den Funkverkehr. Bist du sicher, dass du keine Unterstützung brauchst? Das klingt danach, dass wir gleich Tancred spielen werden. Aber natürlich. Ich laufe schließlich erst zur Hochform auf, wenn man mir völlig freie Hand lässt. Wie du meinst. Pass aber gut auf dich auf. So, mal ganz kurz gucken, was wir für Skills haben. Verwirrperle. Schaltet Wachhunde verlässlich aus, wirkt aber nicht gegen andere Gegner. Okay. Ausschalten, während du getarnt bist, machst du galeische Soldaten mit dieser Attacke kampfunfähig. Gegen Kampfmaschinen und Hunde richtet sie jedoch keinen Schaden an. Combo Stahlwalze. Du führst folgende... Okay, das ist der Standardangriff. Und Nebula.
verringerst. Okay, damit können wir also Wachen ausschalten und damit können wir... Oh, das ist Leisetreter. Erlaubt es dir, dich unbemerkt an Feinde vorbeizuschleichen. Okay. Und damit können wir Hunde ausschalten. Wo muss ich jetzt... Achso, ich muss erstmal mit dir reden, oder? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, kann die Mission jetzt losgehen. Mission beginnen. Viel Glück. Wir haben nur einen Versuch, also nutzen wir ihn. Entdeckt. Warum habe ich jetzt die Karte aufgerufen? Ah! Okay, ich gehe also direkt aus dem Stealth raus. Das muss ich auch wissen. Zeit für ein Nickerchen, Kleiner. So, okay, den Großen haben wir ausgetrickst. Okay, dann machen wir mal hier die Sprengung. Muss ich die erst ausschalten, oder? Okay, wir warten ganz kurz, bis wir wieder tarnen können. Okay, damit haben wir die ausgeschaltet. Wir müssen uns nur noch von dem Roboter da hinten in Acht nehmen. Okay, die Sprengfalle ist auch deaktiviert. Das Schleichen hält leider nicht allzu lange an, habe ich gerade gemerkt. Dann warten wir, bis der Roboter da weg ist und der andere da hinten auch. Vorauswärts. Wo läuft der jetzt lang? Ah, die laufen okay, jetzt sehe ich's. Die laufen da im Kreis. Jetzt muss ich mich also beeilen. Komme ich an dem vorbei. Und bin im nächsten Gebiet. Okay, aber es ist cool, die haben ein komplettes Stealth-Spiel jetzt hier eingebaut. Upsa. Wachhunde, wie lästig. Mist, entdeckt. Okay, das muss ich nochmal überlegen, wie ich das mache. Aber den kann ich dann werfen, okay. So. Damit haben wir den Leisetreter wieder aktiv. Müssen wir wahrscheinlich wieder in die Luft jagen. Jetzt warte ich noch ganz kurz, bis der Leisetreter wieder da ist. Da ist er.
Upsala. Da war einer im Weg. Warten hier hinten. Und bitte guck in die andere Seite, besessener Legionär. So. Upsa. Also jetzt den ganzen Weg wieder zurück. So, da haben wir alle ausgeschaltet. Da sollte auch keiner mehr sein. Maxima, wo bist du? Maxima? Nee, nicht weiter. Oh, ich hätte da hinten hin müssen. Okay. Also nicht zurück, sondern die super das hin. Mit dem Funkgerät muss ich auch Bescheid sagen. Okay. Da. Hier Tankred. Die Ladungen sind platziert. Sehr gut. Bei den anderen läuft auch alles nach Plan. Nimm dir jetzt die Steuerkonsole vor. Sie sollte im Nordwesten sein. Verstanden. Die anderen sollen am Treffpunkt warten. So, warten, bis der weg ist. Lassen den Roboter noch mal einmal durchlaufen, weil es zwei sind. Der kleine Magitech-Schlitzer und der große. Upsala, das war knapp. Ich Trottel. Okay, komm schon. Geh hoch, komm. So, ups, da hat mich jemand gesehen. Hat mich jemand gesehen? Nein, hat mich nicht mal gesehen. Der ist nur auf mich zugelaufen. Okay. Ich Trottel. Oh, shoot. Nein! Na, ich gehe gleich drauf, verdammt. Noch nicht. Oh. Ich hoffe, der Speicherpunkt war gut gesetzt. Ja. Wir machen weiter auf normal. Aber es gab garantiert keinen Speicherpunkt. Nein, natürlich nicht. Gut, dann werde ich jetzt wieder einen kleinen Cut machen, bis wir an der Stelle sind, wo wir gerade eben waren. So, wir haben gerade bei Maxima Bescheid gegeben, dass wir die Roboter ausgeschaltet haben oder sabotiert haben. Und ihr bemerkt auch da oben bei der Wachsamkeit, ich habe bis jetzt keinen Alarm ausgelöst. Der Grund ist, ich habe jetzt einfach beim zweiten Versuch besser verstanden, wie die einzelnen Skills funktionieren. Das hat unwahrscheinlich geholfen. So, wir warten wieder, bis der Roboter da weg ist.
Wir warten wieder. Okay. Anfängerfehler. Ja, aber wir haben nur den einen jetzt hier. Okay. Aber die Wachsamkeit ist immer noch niedrig, das ist gut. Da muss irgendwo ein Wachhund sein, den ich jetzt nicht sehe. Anfängerfehler. Aber gegen einen kommen wir immer noch an. Das ist kein Problem. Okay. Weil müssen wir jetzt eine Lücke in der Patrouille drin haben. Wenn wir jetzt den einen ausgeschaltet haben, hoffe ich zumindest mal. Genau, wir haben jetzt da eine Lücke. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie ich da weiterkomme, aber ich müsste den da hinten ab. Super. Okay, der macht aber einen weiten Weg. Das können wir ausnutzen. Vorausgesetzt, das sind jetzt nicht 3 oder so, die hintereinander kommen. Aber da fehlt auf alle Fälle einer. Das können wir nutzen, um erstmal den Hund auszuschalten. Das klappt irgendwie noch nicht ganz so, wie ich das geplant habe. Wahrscheinlich bin ich zu weit weg. Muss näher ran. Ich will nicht den Menschen. So. Okay. Den haben wir auch ausgenockt. Okay, einfach damit es ein bisschen bequemer ist. Nachher müssen wir nur noch den einen da vorne ausnocken. So. Ja, ich sehe gerade nichts. Hab's ab. Okay, da ist die Steuerkonsole. Frage ist, wie kommen wir da hin? Okay, der eine guckt in die Ecke, der andere guckt in die Ecke. Das müssen wir dann nutzen. Wahrscheinlich läuft er jetzt einfach in die hier rum. Ich sehe halt kaum was. Okay.
Und der jetzt da hinten, dann haben wir genug Zeit. So, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Und wir haben sie ausgeschaltet. Nur noch gucken, dass die in die andere Richtung gucken. Yep, wunderbar, danke. Und den letzten hier. Ah, da ist der Treffpunkt. Gut, Rostig, wir sind hier. Ja, hätte noch ein bisschen besser sein können, aber der zweite Durchlauf war auf alle Fälle besser, nachdem man wusste, wie die Skills funktionieren. Euch alle wohl aufzusehen. Also, ja, danke, das läuft ja nicht automatisch ab. Sind die anderen ebenfalls startklar? Ja, Hauptverband und Trost können jederzeit ausrücken. Wunderbar. Dann geben wir ihnen mal das Signal. Ja, ich glaube, das Signal haben wir mitgekriegt. Isambard Korps, hinter den Reihen des Trosses. Hintere Reihe des Trosses. Der Schneesturm ist abgeflaut. Unser Hauptverband dürfte schon bald auf den Gegner treffen. Y'shtola und die anderen sind auch da. Also besteht sicher kein Grund zur Sorge, aber... Wartet! Wir kriegen Besuch. Anscheinend sind wir nicht die Einzigen, die Speer entsandt haben. Fangt sie ab! Wenn wir die Wagen verlieren, sind wir geliefert. Verteidigt sie mit eurem Leben. It's Showtime! Lassen wir die Puppen fliegen. Puppen tanzen. So, spiel den Rest des Kampfes mit deinem Charakter. Juhu! Bewahrt die Ruhe! Schützt die Wehrlosen! Schlagen wir einfach mal alles zurück. Helfen da hinten mal. Kommt doch. So. Und der Große hier noch. Ja, da ist noch einer. Nein, alle weg. Der erste Ansturm wäre abgewehrt. Formiert euch neu. Okay, wir haben uns neu formiert. Kümmere du dich um die vorderen Wagen. Okay, mache ich. Kleiner Mini-General. Alfino, du kommst ja klar? Anscheinend. Meine Rettung. Auf dich ist immer Verlass. Fast 9 Mut, Kameraden. Ishgars Rettung ist hier. Ich tanze für euch, meine Freunde. So.
Okay. Noch irgendjemand? Nee, hier geht alles gut aus, oder? Ausgezeichnet. Aber dort vorne wird noch gekämpft. Kein Problem, ich helfe denen. Eilen mir zur Hilfe. Wir halten hier die Stellung. Darf ich? Danke. Wir sind die Einzigen, die noch kämpfen? Ja, ihr seid halt Piraten. Mir nur recht. Das starrt meine Piratenehre höchstens an. So habe ich mir doch gedacht. Darauf habe ich gewartet. Aber auch für euch werde ich ein bisschen tanzen. Kein Problem. Ich habe genug Tanzpower für euch alle. So, und jetzt kommt das, naja, nicht das große Finale, aber der letzte hier. So, war's das? Verdammt, die Kampfmaschine ist aus dem Weg. Oh, oh. Halten wir sie auf. Ja, ich halte sie auf. Mit meinen Tanzmoves halte ich die Kampfmaschine auf. So sieht's aus. Willst du doch? Was? Hey, wie sieht's hinten aus? Ich glaube, Keine Sorge, gut, oder? Den Rest schaffen wir alleine. Super. An, vorwärts! Dann stoß mal wieder zum Hauptverband. Wo ist der Hauptverband? Kämpfen schließlich auch. Und hätten sicher nichts gegen ein paar Heldentaten deinerseits. Währenddessen an der Front. Nicht so stürmisch, mein Lieber. Wir wollen doch Opfer vermeiden. Keine Angst, das heilt. Knochenbrüche, Kopf ab. Unsere Gegner kämpfen ohne jede Furcht. Es wäre einfacher, sie zum Aufgeben zu bewegen, wenn ihnen ihr Leben etwas wert wäre. Dies ist der Weg, den unsere jungen Freunde für uns gewählt haben. Du wusstest, dass es nicht leicht wird, als du uns deine Hilfe zugesagt hast. Allerdings. Jetzt sehen wir mal, was die drauf hat. Das ist Vergilia. Verdammt, ich muss näher rankommen. Es sind einfach zu viele. Hier kommt die Kavallerie. Hab mich schon gefragt, wann du kommst. Von vorne sehe ich top aus, aber von hinten darf man meine Haare nicht sehen. Die glitschen komplett durch meinen Kragen. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Also los, zeigen wir es ihnen. En garde! Touché! Okay. Die feindlichen Soldaten Es umkämpfen. alles nach Plan. Jetzt müssten wir nur noch hier durchbrechen. Okay, dann brechen wir mal.
Es ist Zeit für ein kleines Tänzchen. Darf ich vorstellen? Meine Faust! Ah, da ist noch einer. Okay. So, der letzte hier. Da ist sie! Vergilia! Nicht unterkriegen lassen! Ah! Madame General ist hier. Wie geht's euch? Ist jemand verletzt? Ah, da sind wieder welche. In den Staub mit euch! So, Madame ist wieder da.
Asim! So, was lange währt. Keine Angst, es haut sie nur ein bisschen um. Jetzt bin ich doch gespannt, was jetzt kommt. Ja, das hatte was. Ja. Den Angriff hätten sie früher machen können. Ein würdiger Gegner. Für eine Revanche bin ich gern zu haben. Aber erst, wenn du wieder ganz bei Sinnen bist und ich mich nicht mehr zurückhalten muss. Ach, sie hat sie zurückgehalten. Er ist ganz enttäuscht, der Arme. Puh. Damit wäre die Vorhut erledigt. Danke. Ohne dich hätte es ziemlich übel ausgesehen. Ist beim Tross auch alles in Ordnung? Ja, denen geht's gut. Den habe ich auch den Hintern gerettet. Gut. Dann sollten wir zu den anderen aufschließen. Die Galea nehmen wir in unsere Obhut. Bis Galemalt ist es nun nicht mehr weit. Was für eine erbärmliche Kälte, sprach Solus, als er das erste Mal Fuß auf den gefrorenen Boden setzte. Und wer ist Solus? Das wird nicht geklärt. 800 Jahre ist es her, dass die Galea ihre neue Heimat betrat. Ah, okay. Zuvor lebten sie südlich des Zentralgebirges. Doch jahrhundertelange Kämpfe gegen die Korvaren trieben sie gen Norden. Nun hegten sie Misstrauen gegen alles Fremde. Die Welt selbst schien sich gegen sie verschworen zu haben. Sie waren die perfekten Marionetten. Das Jahr 1513 des 6. Zeitalters des Lichts markierte den Beginn des Aufstiegs von Legatus Solus und der Magitech-Revolution. Wie kam es zu der Entwicklung des ersten Erdseimantriebs? Und wie konnte ein schüchterner, einfacher Soldat wie Solus so schnell Karriere machen? Die, die die Wahrheit kannten, sind längst nicht mehr hier. Ich weiß noch zu gut, was ich dachte, als ich dieses Land zum ersten Mal durch seine Augen sah. Eine Scheißkälte ist das. Und daran hat sich zu meinem Leidwesen nie etwas geändert. Isambard, Galemalt. Völlig ausgestorben. Soweit ich weiß, ist dies eine der wichtigsten Straßen in die Stadt. Auch wenn der Landweg nach Galemalt in den letzten Jahren weniger genutzt wurde, muss es hier früher sehr lebhaft zugegangen sein. In der Tat. Es gab einen Kontrollposten und Herbergen. Und es herrschte ein reges Treiben. Ob sie alle zu Besessenen geworden sind? Darüber können wir uns später Gedanken machen.
Erst einmal müssen wir uns einrichten. Bei diesen Temperaturen werden wir und die Besessenen nicht lange überleben. Ja, Wir dann schlagen hättest hier du ein nicht so kurze vorläufiges Hosen Lager anziehen auf. sollen. Kümmert euch um die Verletzten. Sorgt für... Ei, ei, Captain. Wenn wir hier fürs Erste verweilen, sollten wir unserem neuen Zuhause vielleicht auch einen Namen geben, findest du nicht? Der Reif knirscht bei jedem Schritt so, als würde man auf Scherben laufen. Wie wäre es mit Camp Splitterglas? Aber genug geredet. An die Arbeit. So, und damit sind wir in Camp Splitterglas angekommen. Da, Alphino und Alizé. Mal kurz mit Alizé quatschen. So viele, wie wir sind, sollte das Camp bald in einem halbwegs bewohnbaren Zustand sein. Ich war etwas besorgt, dass der Schnee uns behindern könnte. Aber zum Glück haben unsere Freunde aus Ishgard so etwas Erfahrung. Alphino? Nicht alles verlief bislang reibungslos, aber trotzdem machen wir gute Fortschritte. Bis zur Hauptstadt ist es nicht mehr weit. Doch wir sollten nichts überstürzen und unsere nächsten Schritte in Ruhe besprechen. Lucia will zu diesem Zweck eine Lagebesprechung mit den Exegeten in dem Gebäude nördlich von hier abhalten. Wärst du so gut, Jistolla und Kratia Bescheid zu sagen? Alizé und ich rufen die anderen. So, da haben wir eine Itereten. Ne, da, Jistolla. Ist es schon Zeit für die Besprechung? Entschuldige, ich mache mich gleich auf den Weg. Seit wir hier angekommen sind, stehe ich etwas neben mir. Und ich denke, dieser unheilvolle Turm dort, der aussieht, als wäre mit Dornen besetzt, ist schuld daran. Das muss der umgebaute Kaiserpalast sein, von dem Tancred und Orianger berichtet haben. Selbst hier ist seine Präsenz erdrückend. Er ist vergleichbar mit dem Gefühl, das ich oben im Turm von Thod hatte, nur noch etwas schlimmer. Eine gigantische Äthermasse, die wie ein zäher Strudel wabert. Es fällt mir schwer, unter diesen Umständen einen klaren Gedanken zu fassen. Aber ich muss Benommenheit irgendwie abschütteln. Der Spaziergang an der klaren und kalten Luft hat zumindest ein wenig geholfen. Ich werde gleich zu euch stoßen. So, und da hinten ist der nächste. Da, gerade hier ist da drüben. Ah, du bist es. Die Besessenen wurden alle in die Gebäude hier untergebracht und werden jetzt von den Druiden versorgt. Was die Behausung betrifft, dort findet sich alles noch so, wie die Bewohner es zurückgelassen haben. Keine Spur von Verwüstung oder Plünderung. Wenn man bedenkt, wie lange die Häuser schon leer stehen müssen, ist das erstaunlich. Wirklich alles scheint man stehen und liegen gelassen zu haben. Vermutlich sind die Leute also nicht bewusst von dem Bürgerkrieg geflohen, sonst hätten sie sich zumindest einen Teil ihrer Habseligkeit mitgenommen. Nein, wahrscheinlich sind sie wirklich alle der Besessenheit anheimgefallen. Aber das sollten wir vielleicht nicht mit dem fehlenden Bart murmeln, sondern mit euch allen besprechen. Du meinst, es wäre an der Zeit? Dann gehe ich gleich mal los. So, und da hinten. Entschuldigung. Da ist die Lucia. Reden wir noch schnell mit den anderen. Irina. Oder Lysse. Während meines Dienstes im albanischen Grenzland habe ich von Oberkommandanten Rauban viel über das militärische Führung gelernt. Das kommt mir bei der Ausstellung der Wachen nun sehr zugute. Irina. Wir haben Virgila zusammen mit den anderen Besessenen im Gewahrsam genommen. Selbst im Schlaf murmelt sie noch etwas von Ruhm und Ehre für das Galeische Kaiserreich und windet sich bei Qualen. Es tut weh, sie so leiden zu sehen. Pippin? Nein, Pippin? Nein, ich sagte Pippin. So. Wir haben die Mitarbeiter des Garland Metallwerke und einige Mitglieder des Korps gebeten, bei den Luftschiffen zu bleiben. Erst einmal müssen wir klären, ob diese Siedlung wirklich sicher ist. So, Maxima. Diese Siedlung hier hieß früher Laterum und sprudelte vor Leben. Wenn es selbst in der Vororten so trostlos aussieht,
Dann mag ich mir gar nicht ausmalen, wie die Zustände in der Hauptstadt sind. Arum Sena? Die besessenen Soldaten in unserer Obhut schlafen friedlich, während sie ihre Behandlung unterzogen werden. Ihr könnt sie getrost mir und den Druiden überlassen. Sekat, alter Piratenbär. Verdammt kalt hier. Und dass dieser Ort ausgestorben wie ein altes Schiffswrack ist, macht auch nichts gerade gemütlicher. Okay, Lucia. Danke, dass du den anderen Bescheid gegeben hast. Sobald sie hier versammelt sind, beginnen wir die Besprechung. Gehen wir noch einmal durch, was vor uns liegt. Hauptsächlich haben wir 2 Ziele. Überlebende Gallier aufspüren und beschützen und uns im Kaiserpalast umsehen. Wir sollten auch versuchen herauszufinden, was genau in Garlemald vorgefallen ist. Vielleicht gibt uns das Aufschlüsse über die Ziele der Telephoroi. Was das betrifft, hätte ich vielleicht eine Idee. Ein paar der Soldaten, die wir in Magna Glacies in unsere Obhut genommen haben, gehörten zu den Popularen. Wenn es uns gelänge, sie zu heilen, könnten sie uns vielleicht Aufschlüsse zu den Geschehnissen geben. Ein guter Vorschlag. Ich werde den Heilern zur Hand gehen. Dazu werde ich eine Quixie benötigen. Ihr könnt doch hoffentlich eine entbehren? Soll ich dir helfen? Nein, das wird nicht nötig sein. Du kannst mir an anderer Stelle bessere Dienste leisten. Bis ich mich an den drückenden Äther hier gewöhnt habe, werde ich das Camp erst einmal nicht verlassen. Heilen ist ja schön und gut, aber was nutzen uns gesunde Gallier, wenn sie uns kurz darauf erfrieren? Die Gebäude hier können theoretisch mit Erdseim geheizt werden, aber leider streikt das System im Moment. Wenn wir das nicht schleunigst beheben, droht uns allen der Kältetod. Die Schmiede und Plattner sind schon fleißig dabei, Ersatzteile zu hämmern, könnten aber Hilfe gebrauchen. Verstanden. Ich werde die Maschinisten bitten, sie zu unterstützen. Der Rest von uns sollte entweder die Gegend erkunden oder das Camp bewachen. Ja. Den Telephoroi dürfte unser Gefecht mit den Besessenen nicht entgangen sein. Sie wissen, dass wir hier sind. Und vielleicht sogar wo. Wenn man es so sieht, ist es fast schon beängstigend still. Entweder wollen sie uns in Sicherheit wiegen und greifen an, wenn wir es am wenigsten erwarten. Oder sie haben gerade ganz andere Prioritäten. Das werden wir noch früh genug erfahren. Jetzt sollten wir erstmal die Gegend erkunden. Orianger, Estinien und ich kennen uns in der Hauptstadt aus. Und die Widerstandskämpfer der östlichen Verbände könnte ich ebenfalls gut gebrauchen. Wir hätten auch ein paar erfahrene Kundschafter in unseren Reihen. Danke. Das sollte reichen, um das Stadtgebiet abzudecken. Vielleicht sogar, um den Kaiserpalast in Augenschein zu nehmen. Ach so, dich hätte ich auch gern dabei, Graha, falls wir uns mal in Luft auflösen müssen. Als wenn du das je nötig hättest. Was aber nicht heißen soll, dass ich zurückbleiben möchte. Dann kümmern wir uns wohl um den Wachdienst. Ja, nein. Und hat's ein bisschen. Für euch und Alphinaud habe ich etwas anderes im Sinn. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Zwischen diesem Lager und der Stadt liegt Eblans Reif. Seht euch dort bitte um und sucht nach Überlebenden. Ihr habt auf euren vielen Reisen schon so einige Spuren verfolgt und habt ganz sicher die besten Chancen, welche zu finden. Okay, wenn es Überlebende gibt, werden wir sie finden. Danke. Ich hoffe, eure Suche ist erfolgreich. Also gut, machen wir uns an die Arbeit. Passt auf euch auf und übernehmt euch nicht. Sonst fordert diese raue Gegend ihre Opfer, bevor es der Feind tut.
Emilian, hey, wie geht's dir? Nur weil ich aus Ischka komme, heißt das so lange nicht, dass ich die Kälte mag. Boah, wie mir unsere armen Öfen fehlen. Außerdem ist Cortez seit der 7. Katastrophe so verschneit, aber hier scheint mir der Frost in jeder Pore des Steins zu stecken. Alfino, ist dir auch kalt? Ich habe mich selbst nie als großen Entdecker betrachtet, aber herumgekommen bin ich in der Tat schon ein wenig. Wie auch immer, die Schneeebene sollte für uns kein wesentliches Problem darstellen. Alizé? Wenn ich nach draußen gehe, stockt mir vor Kälte jedes Mal kurz der Atem. Gar nicht auszudenken, was wir hier ohne Tartarus warme Kleidung gemacht hätten. Und wie es den Flüchtlingen draußen wohl gehen muss? Die Galeer sind die Kälte zwar gewohnt, aber trotzdem, wir müssen so schnell es geht nach Überlebenden suchen. So. Ja, und wir werden die Schneeebene durchsuchen, allerdings erst in der nächsten Folge. Das war auch schon eine richtig lange Folge, fast eine Stunde waren wir unterwegs. Mal gucken, wenn ich ein paar Sachen wegschneide, wie lange es dann noch ist. Aber trotzdem, ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Ganz vielen Dank an meine Kanalmitglieder und besonderen Dank an meine Ehrenmitglieder Julian Heidblum, Neggi Magister, Klingone23 und meinen Produktionsmitglied Havoc83. Vielen Dank euch und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.